Was der erste Moment war, wo ich mit klassischer Musik in Berührung gekommen bin, daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern konkret. Ich weiß nur, dass bei uns zu Hause es quasi ausschließlich klassische Musik gab und das kam mir gar nicht seltsam vor, sondern das war halt einfach so. Was ich da gleich erzählen muss, ist, dass ich mit 10 Jahren mit Klavier angefangen habe, mit 10 Jahren aber auch zu Weihnachten einen Elektronik-Baukasten geschenkt bekommen habe. Und diese Parallelität, die hat mich mein Leben lang begleitet. Einerseits die Musik und auf der anderen Seite das Technische. Später habe ich dann mit Cello angefangen. Das war 2, 3 Jahre später. Ich glaube, da war ich 13. Weil meine Schwester unbedingt wollte, dass wir Klaviertrio spielen könnten. Meine Mutter am Klavier, sie an der Geige, ich am Cello. Und deswegen musste ich dann Cello lernen, obwohl ich es gar nicht so unbedingt wollte. Aber später hat sich das als natürlich die richtige Entscheidung herausgestellt. Ich habe es eigentlich geliebt, muss ich sagen, denn ein Streichinstrument zu spielen ist einfach nochmal sowas, wie soll ich sagen, es hat noch sowas viel Natürlicheres. Man ist direkt mit der Musik verbunden. Es ist aber, glaube ich, auch ganz gut fürs Gehör, weil man einfach selber kontrollieren muss, wo kommt denn nur der Ton, auf welcher Tonhöhe raus. Und ich habe es nie sehr weit gebracht auf dem Cello, aber zumindest mal so, dass ich in einem Amateurorchester spielen konnte. Warum ich dann am Ende Tonmeister geworden bin, das ist eigentlich einerseits ganz wundersam und andererseits ist mir das nie als eine wirkliche notwendige Entscheidung vorgekommen, sondern es war mehr so, dass ich herausfinden musste, dass es diesen Beruf gibt. Dass ich das machen wollte, war mir eigentlich ab dem Zeitpunkt klar, wo ich eben immer zwischen Klavier und Lötkolben hin und her gewechselt habe. Und ich habe gedacht, also ein super Leben wäre doch, wenn ich das irgendwie miteinander verbinden könnte und Musik mit Technik verbinden. Und dann habe ich erst relativ spät herausgefunden, dass es wirklich so einen Beruf gibt. Als wir dann nämlich mit unserem Landesjugendsymphonieorchester im Saarland, wo ich groß geworden bin, dann beim Rundfunk spielen durften, um dort aufzunehmen. Und wir saßen dann dort in dem großen Saal des Rundfunks und dann lief einer zwischen den Musikern rum und der justierte die Mikrofone und dann später kam seine Stimme aus dem Lautsprecher und sagte, ja, das war schon sehr schön, bitte nochmal. Und ich habe gedacht, oh, das ist ja cool irgendwie. Was macht der da? Und der scheint ja wirklich zu verstehen, was wir da spielen. Und dann habe ich gedacht, also das will ich auch rausfinden, was das ist. Und dann habe ich einen Freund gefragt, der kannte den zufälligerweise. Und dann hat er mir mehr darüber erzählt. Und dann wusste ich, aha, dieser Beruf heißt Tonmeister. Und dann wusste ich, okay, das ist es. Wie ich hier in der Philharmonie mein erstes Konzert erlebt habe, das ist rückblickend eigentlich auch ein kleines Wunder, denn ich war gerade frisch nach Berlin gekommen, um Tonmeister zu studieren. Und das erste Konzert, in das ich ging, war im Oktober 87 ein Konzert eines jungen britischen Dirigenten namens Simon Rattle. Kannte ich überhaupt nicht, hatte ich noch nicht gehört den Namen. Und der dirigierte Mahlers 6. Symphonie. Und ich dachte, okay, das werde ich mir mal anhören. Und ging also hin und das war mein erster Besuch in der Philharmonie. Und den Moment, wie ich in dieses Gebäude reinkam und wie ich dann auf diese Chorplätze kam und zum ersten Mal diesen Saal gesehen habe, das werde ich nie vergessen, weil ich so überwältigt war von der Schönheit und der Faszination dieses Saales, dass ich erstmal auch völlig verloren war, weil ich die Symmetrie, die der Saal ja architektonisch eigentlich hatte, erstmal gar nicht wahrgenommen habe. Ich habe nur nach oben geschaut und habe gedacht, wo bin ich hier? Wo ist hier oben? Wo ist unten? Wo ist links? Wo ist rechts? Dann funkelten die Sterne der Lampen am Himmel und später habe ich dann noch gemerkt, wie dann die Kuhglocken, die ja in Mahlers Sechster vorkommen, wie die also eingespielt wurden über so eine Lautsprecherbatterie an der Ecke. Da hatte ich also auch schon sozusagen das, was mich interessiert hatte, war da auch schon gleich noch mit dabei. Und ich war also völlig überwältigt von dieser Aufführung. Das war meine allererste Begegnung mit den Philharmonikern und der Philharmonie. Dass es dann im Jahr 2003 zu der ersten Aufnahme mit den Berliner Philharmonikern kam, war auch wieder eine wundersame Fügung des Schicksals, denn da kam zusammen schon damals, was dann später die Grundbestandteile der Digital Concert Hall sind, denn es ging damals um einen Film. Ich hatte damals
mit einem Regisseur zusammengearbeitet und mit einem Produzenten. Und der Regisseur hatte sich in den Kopf gesetzt, einen Film zu machen, einen Stummfilm zu Sacre du Printemps von Strawinsky. Und dieser Film wurde gedreht und realisiert, aber es fehlte uns dann zu diesem Stummfilm eigentlich der Soundtrack. Und da dachten wir, okay, welche Aufnahme nehmen wir denn? Und haben verschiedene Optionen ausprobiert, die aber gar nicht zu dem Tempo des Films gepasst haben. Da hätte man den Film teilweise komplett umschneiden müssen. Und dann stellte sich raus durch einen Zufall, dass just zu dieser Zeit die Berliner Philharmoniker Sacre du Printemps spielen würden, und zwar mit Simon Rattle. Und dann wurden Verbindungen hergestellt und es wurde angefragt, wäre das denn denkbar, dass wir das aufnehmen und dann verwenden für den Film. Und es hieß dann ja, aber wir würden dann die Aufnahme gerne auch für ein anderes Filmprojekt verwenden, nämlich für den Film Rhythm is It. Eine Dokumentation über eine Tanzaufführung von Jugendlichen, die durch diese Tanzaufführung erstens einen Zugang zu klassischer Musik finden, aber auch zu sich selber finden und sich auseinandersetzen müssen, wie es ist, ein schwieriges Ziel zu verfolgen, es am Ende dann aber eben doch zu erreichen durch harte Arbeit. Und dieser Film war, wie manche vielleicht wissen, ein riesiger Erfolg 2003. Der war in den Kinos, er hat ein Millionenpublikum gesehen. Und wir hatten auf diese Weise unsere herrliche Aufnahme von Sacre du Printemps mit den Berliner Philharmonikern und Sir Simon Rattle, die dann eben für unseren Stummfilm auch verwendet wurde. Und das war der erste Kontakt, den ich mit dem Orchester hatte. Und damals sagte der Medienvorstand des Orchesters, als er das gehört hat, hat er gesagt, wow, das ist ja eine tolle Aufnahme geworden. Die könnte man ja eigentlich auch so benutzen. Habe ich gedacht, ja, warum nicht? Und das war also sozusagen meine Visitenkarte für das Orchester. Und als dann 3 Jahre später die damals noch existierende EMI, also EMI, die Plattenfirma, für Aufnahmen mit Sir Simon Rattle jemanden suchten, der das mit ihm produzieren würde, regelmäßig, landete die Anfrage auch bei mir und da habe ich sehr gerne ja gesagt. Und so kam das also zustande, dass ich dann ab 2008 zum einen für EMI dann ganz wunderbare CDs aufgenommen damals. Es war aber gleichzeitig auch die Zeit, wo die Digital Concert Hall ins Leben kam. Und zur gleichen Zeit habe ich dann mit unserem Team daran gearbeitet, diese Plattform weltweit bekannt zu machen, das Streaming zu etablieren, sich darum zu kümmern, dass die Audioqualität der Übertragung so gut ist, dass sie den Berliner Philharmonikern angemessen ist. Und diese Kombination, die zieht sich eigentlich bis heute weiter, nur mit dem schönen Unterschied, dass mittlerweile die Berliner Philharmoniker nicht mehr für ein anderes Plattenlabel aufnehmen, sondern dass wir 2014 dann unser eigenes Plattenlabel gegründet haben, nämlich die Berliner Philharmoniker Recordings. Und damals, anfangs hat Simon Rattle dann eben Schumann-Symphonien aufgenommen als die erste Produktion. Und als die letzte Produktion hat er aufgenommen, und da schließt sich wieder der Kreis von meinem allerersten Konzert in der Berliner Philharmonie, er hat Mahler 6. Symphonie aufgenommen und das war die letzte Produktion, die ich mit Sir Simon Rattle gemacht habe, nach dann 10 Jahren Zusammenarbeit, was ganz wunderbar war. Und die letzten 7 Jahre haben wir dann mit Kirill Petrenko zusammen dann weiter für die Berliner Philharmoniker Recordings dann produziert. Und die zweiten Geigen gleich. Ja, super. Ja, das Schöne mit Simon Rattle war, dass ich über die Jahre wirklich ein Vertrauensverhältnis aufbauen konnte. Natürlich haben wir am Anfang uns erstmal sozusagen ein bisschen beschnuppert oder vielmehr hat er mich beschnuppert, denn also
Who Was I? Aber am Anfang haben wir dann wirklich noch sehr intensiv gemeinsam hier Stunden im Studio verbracht und haben also diese ersten Aufnahmen detailliert abgehört und angehört. Und Simon Rattle hat dann natürlich Anmerkungen gemacht, was ihm wichtig ist im Klang und an bestimmten Details. Und das war sehr wichtig für mich, um einfach zu lernen, was ist ihm denn wichtig und worauf muss ich dann auch achten, weil ich ja die Tools in der Hand habe, mit denen ich dann in der sogenannten Postproduktion dann bestimmte Dinge in seinem Sinne bearbeiten kann. Da muss man viel sprechen und gemeinsam hören, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Und wie das dann so geht über die Jahre, wenn man dann, ich weiß es gar nicht mehr, wie viele Produktionen es waren, wenn man dann viele Produktionen zusammen gemacht hat, dann wächst natürlich das Vertrauen und es ist dann nicht mehr so, dass man jede einzelne Note gemeinsam abhören muss, sondern dass dann Simon mir auch wirklich vertraut hat und dann nur am Ende die Endkontrolle gemacht hat. Aber das war natürlich sehr wichtig. Also es ist keine Aufnahme natürlich rausgegangen, die Simon Rattle nicht von vorne bis hinten minutiös durchgehört hätte, um mir dann nochmal Feedback zu geben, eine Korrekturliste sozusagen. Ich hatte aber auch umgekehrt die Möglichkeit eben bei sogenannten Korrektursitzungen, wie es das damals immer gab, dann noch Stellen, die in den Konzerten noch nicht perfekt waren, dann nochmal separat aufnehmen zu lassen, wo ich dann einfach sagen konnte, hier, wir hatten 3 tolle Konzerte, aber diese Passage, das brauchen wir unbedingt noch. Und da hat sich dann Simon auch wirklich drauf verlassen, was ich ihm gesagt habe. Und ich bin mir da immer ganz seltsam vorgekommen, dass ich hier oben in diesem Studio sitze und ins Mikrofon spreche und spreche da zu 80 gestandenen Berliner Philharmonikern und sage denen bitte nochmal hier Takt 77. Mir kam das immer ganz seltsam vor, aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Ja, also wenn wir Takt 239 nochmal anfangen könnten, das wäre wunderbar. Es geht da besonders um die Balance zwischen ersten und zweiten Violin. Das war dann natürlich auch über die Jahre dann eine sehr eingespielte und sehr schöne Zusammenarbeit. Am Ende kam es mir nicht mehr ganz so seltsam vor, aber trotzdem ist es immer noch eine große Ehre, diesem Orchester sagen zu können, was sie an einer bestimmten Stelle vielleicht besser machen können. Es ist ja immer im Sinne, dass man versucht, das Resultat so gut wie möglich zu machen. Mit Kirill Petrenko hat sich das geändert von der Arbeitsweise her, aber zum Glück nicht vom Vertrauensverhältnis her, würde ich sagen, weil wir auch viele Stunden im Studio verbracht haben. Da haben wir auch viel über Klangvorstellungen gesprochen, weil es für mich wichtig war, nach Simon Rattle jetzt mit einem neuen Chefdirigenten einfach zu lernen, welche Dinge sind ihm wichtig. Und da haben wir viele Aufnahmen gehört und haben auch andere Aufnahmen gehört als Berliner Philharmoniker, historische und moderne. Und haben uns einfach auch viel drüber unterhalten, wo er mir dann auch erklärt hat, warum für ihn der Streicherklang einfach die Grundlage des Orchesterklangs ist und dass das erstmal das Fundament ist und darauf bauen sich dann die anderen Instrumentengruppen auf. Das kann man durchaus auch perspektivisch sehen. Also die Streicher stehen im Vordergrund und so wie das ja auch auf der Bühne ist, kommen dahinter sozusagen die Bläser, die Holzbläser und danach die Blechbläser. Das ja, versuche ich natürlich auch zusammen mit dem Toningenieur so umzusetzen. Und das macht natürlich Spaß, wenn man das Gefühl hat, dass man wirklich an diesem gemeinsamen Ziel, wo alle dran arbeiten, eine möglichst gute Aufführung für das Publikum hinzubekommen, wo so viel wie möglich Details stimmen und die Summe der Details sich dann zu einem ganz grandiosen Erlebnis dann summieren, dass wir da alle an dem gleichen Strang ziehen. Um eine gute Aufnahme zu machen, vergleiche ich das immer gerne mit dem Musikmachen an sich, denn eine Musikaufnahme ist ja letztendlich am Ende auch Musik machen oder zu produzieren. Und was jedes Kind schon gesagt bekommt, aber was man dann erst im Laufe der Jahre wirklich versteht, ist, dass die Grundlage für Musik machen und auch die Grundlage, um
wirkliche Kunst zu machen, ist erstmal überhaupt eine möglichst gute, im Idealfall perfekte Technik. Das ist die Grundlage. Und wenn die Technik nicht stimmt, kann man zwar vielleicht Musik machen und Kunst machen, aber sie wird nicht so schön und so bewegend sein, wie wenn sie auf einer ganz soliden Grundlage basiert. Und genauso ist das mit Musikaufnahmen machen. Es muss erstmal der technische Unterbau stimmen. Das heißt, alles das, was eben die Aufnahmetechnik, die Mikrofone, die Aufzeichnungsgeräte, die Art der Anordnung, die Einmessung der Geräte, alle diese Dinge und wie man die Dinge dann ausbalanciert, wie man die Klangfarbentreue der einzelnen Instrumente über die Mikrofone beurteilt und einstellt. Alle diese Dinge sind quasi technisches Grundlagen, Handwerkszeug, und das muss funktionieren. Und hier in der Berliner Philharmonie haben wir wirklich den großen, großen Vorteil und das große Glück, dass die Technik, die hier eingesetzt wird, wirklich die allerfeinste ist, die man sich vorstellen kann, und die ist der Qualität dieses Orchesters natürlich angemessen. Und das ist eben eine Voraussetzung. Also wenn diese Voraussetzung gegeben ist, dann kann man anfangen, sich darüber Gedanken zu machen: „Okay, wie geht's jetzt weiter? Worauf kommt es mir an, wenn ich eine Aufnahme mache?“ Ich möchte ja eigentlich das, was in der Musik drinsteckt und was die Interpreten durch ihr Musikmachen dem Hörer vermitteln wollen, das möchte ich auch durch meine Mittel über Medien weitergeben. Sei es jetzt eine Rundfunkübertragung, sei es eine früher Schallplattenaufnahme, eine CD-Aufnahme oder eben heutzutage das Streaming. Die Kanäle ändern sich, aber das Wesen, dass man ein Musikstück von A nach B bringen möchte oder vielmehr vom Musiker zum Hörer, daran hat sich zum Glück nichts geändert. Und genau dieser Punkt, das ist der entscheidende, sich zu fragen: „Wie mache ich das, dass die Intensität des Musikmachens und die Intention der Musiker, dass dann so wenig wie möglich verloren geht?“ Eine Erfahrung, die man in seinem Berufsleben macht, ist natürlich, dass immer etwas verloren geht, wenn man die Kanäle wechselt. Das ist ganz klar. Nichts wird ein Konzerterlebnis an sich ersetzen können, aber meine Verantwortung ist bei einer Musikaufnahme genau diesen Verlust auf der einen Seite durch die Möglichkeiten, die ich habe, auszugleichen. Und diese Möglichkeiten ähm, sind nicht manipulative Möglichkeiten, wie man das vielleicht denken könnte, sondern sie sind eben genau Mittel, um diese Intensitäten und Emotionen zu transportieren. Ja, also wenn eine Aufnahme ansteht, macht man sich natürlich Gedanken darüber, wie dieses Werk am besten abzubilden ist. Und da fängt man zum Glück nicht bei Null an, weil wir ja den großen Vorteil haben hier in der Philharmonie, dass es jahrelange Erfahrung gibt und man ungefähr weiß, wie bestimmte Werke hier in dem Saal klingen und wie man sie auch am besten aufnimmt. Es haben sich über Jahre hinweg bestimmte Techniken herauskristallisiert, wie die Mikrofone am besten angeordnet sind. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es gibt so bestimmte Konstellationen von Mikrofonen, die die beste Kombination an einerseits einer plastischen Klangdarstellung ermöglichen, aber gleichzeitig auch den Raum in seiner Komplexität möglichst optimal abbilden. Und diese Grundlage, das ist der Ausgangspunkt. Also wir könnten gar nicht jedes Mal von Null anfangen und ausprobieren, naja, wo stellen wir denn jetzt die Mikrofone hin? Sondern es gibt natürlich ein Grundsetup, das aber jedes Mal leicht variiert wird. Und
Das sind erstmal ganz praktische Dinge, wo man schaut, was haben wir denn überhaupt für eine Besetzung. Das heißt, Ausgangspunkt ist immer die Partitur, die wir rechtzeitig vorher bekommen und man schaut, wie viele Holzbläser gibt es, wie viele Blechbläser gibt es besondere Schlagzeuginstrumente, hat der Komponist vielleicht, wenn es neuere Musik ist, eine komplett andere Orchesteraufstellung gewünscht. Daraus ergibt sich natürlich, wie die weiteren Mikrofone aufgebaut werden, also die Mikrofone, die näher an den einzelnen Orchestergruppen positioniert sind. Es gibt nämlich Mikrofone, die sind für den Hauptanteil des Klangs zuständig, die sogenannten Hauptmikrofone. Die hängen relativ weit hoch oben, gar nicht im Sichtfeld des Zuhörers. Die haben durch eine dem menschlichen Ohr sehr ähnliche Richtcharakteristik die Fähigkeit, einen schönen Raumeindruck zu vermitteln. Aber man möchte auch Mikrofone haben, die näher bei den einzelnen Instrumentengruppen sind, damit man gewisse Dinge besser herausarbeiten kann sozusagen. Dann geht es weiter, dass man in einem idealen Szenario sich vorher mit dem Dirigenten bespricht und, ihn auch befragt, ob er besondere Wünsche hat, was das Klangbild betrifft, ob ihm bestimmte Dinge besonders wichtig sind. Dass er zum Beispiel sagt, also ich finde, dass hier ganz besonders die Fagottfarbe wichtig ist, weil das hier in diesem Werk ganz besonders ist und deswegen bitte darauf achten oder dass die Streicher schön im Vordergrund sind als Grundlage des Gesamtklangs, lauter solche Dinge. Dann kommt die erste Probe mit dem Orchester, beziehungsweise die erste Probe, die wir aufnehmen. Und dann geht es darum, einen ersten Klangeindruck zu bekommen. Da steht die Mikrofonierung schon ganz überwiegend. Und dann werden kleinere Korrekturen vorgenommen. Das ist das Herrliche hier, dass wir hier in der Philharmonie so eng miteinander arbeiten können, dass Absprachen eben möglich sind zwischen uns Aufnehmenden, dem Dirigenten und den Musikern auch. Das empfinde ich als eine ganz große Qualität, die wir hier haben. Ja, eine spannende Frage ist wirklich, wie schafft man das, die Aura eines Konzerterlebnisses zu übertragen über ein Medium? Und ich habe mir da natürlich im Laufe des Berufslebens ganz viele Gedanken darüber gemacht und, die Erkenntnisse, die schwanken immer zwischen dem, es ist eigentlich nicht möglich und zum anderen dann aber doch, dass man dann doch gar nicht so selten merkt, es ist eben doch möglich. Und ich könnte jetzt gar nicht konkret sagen, woran es liegt. Und es sind auch nicht unbedingt die Konzerte, wo jetzt das Publikum im Saal am lautesten jubelt, sondern es sind die Momente, wo man spürt, dass bei allen Beteiligten so eine hohe Konzentration ist, beim Dirigenten, beim Orchester, aber auch hier im Regieraum, dass man so nah an der Musik dran ist, dass man durch auch wieder die Summe von ganz vielen Details, das schafft, die Übertragung so plastisch zu machen, ähm, dass sich das dann am Ende doch überträgt. Und ich habe das zum Glück doch öfters erlebt, dass dann in solchen Momenten, wo ich dachte: „Boah, das war jetzt aber wirklich ein tolles Konzert, und wir haben das hier auch gut hinbekommen“, wo man dann auch wirklich Rückmeldung bekam, jetzt bei einer Übertragung, wo Leute gesagt haben: „Was war denn da heute los? Das war ja wirklich eine ganz tolle Übertragung.“ Das lag jetzt nicht an unserer Übertragung, wie wir das technisch gemacht haben, aber es zeigt, dass das, was das Orchester dort Tolles gemacht hat, dass wir das zumindest mal nicht verhindert haben, dass das über den Stream oder den Äther dann bis zum Publikum geraten ist. Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass man unbewusst oder manchmal auch bewusst auch dynamische Verläufe mitgestaltet. Das klingt jetzt so, als würde hier im Studio andauernd die Lautstärke laut und leise gedreht. Das ist es nicht, sondern das sind ganz subtile Änderungen, die man gar nicht wahrnehmen darf als Hörer, denn sobald man sie wahrnimmt, haben wir was falsch gemacht, die aber trotzdem
dazu führen, dass eben bestimmte Passagen, die jetzt intensiver wirken sollen per se, dass die auch hoffentlich intensiver wahrgenommen werden beim Hörer, ähm, weil der ja nicht im Konzertsaal sitzt. Wenn man mit 2.400 Leuten im Konzertsaal sitzt und spürt, wie alle merken jetzt: „Oh, was passiert jetzt gerade?", ja? Dann spürt man das selber auch intensiver. Wenn ich das jetzt ausschließlich über einen Kanal übertrage, dann muss ich das ganz subtil auch verstärken, sei es eben durch eine ganz minimale Pegelanhebung oder dass ich den Raum ein bisschen weite oder dass ich das ganz besondere Flötensolo, dass ich das ein ganz klein bisschen deutlicher mache, damit man diese Intimität spürt und sich wirklich dann auch verbunden fühlt mit dem, was da musikalisch passiert. Denn genau diese Verbundenheit ist eigentlich das Entscheidende, was wir hinbekommen müssen, dass der Hörer das Gefühl hat, ich bin dabei, ich bin so nah dran, dass ich alles spüre, was die Musiker dort machen wollen. Wenn eben ein Hörer sagt, die Aufnahme hat mich bewegt, dann bin ich glücklich. Ich habe während meiner Berufsjahre, glaube ich, 2 Dinge gelernt. Das ist nicht sehr viel, aber immerhin 2 Dinge habe ich gelernt, was die Arbeit mit Musikaufnahmen betrifft. Das ist das eine, dass man sich trauen soll, klanglich gesehen, sich trauen soll, heranzugehen, dran zu gehen, nah zu sein, nicht zu nah, aber nah genug. Und genau diesen Punkt zu finden, wann bin ich so nah dran, dass ich dieses Besondere des Klangs spüre, aber nicht zu nah, dass es unangenehm wird. Das ist genau die gleiche Sensibilität, die man braucht im Umgang mit Menschen. Und man neigt dazu, am Anfang zu respektvoll zu sein und zu entfernt zu sein, und sich diese Nähe zu trauen, das würde ich jedem mitgeben, erst einmal. Und das andere, was ich gelernt habe über die Jahre, das ist, die Musiker haben immer recht. Die Musiker haben letztendlich, immer recht, weil sie einfach in dem, was sie tun, so unendlich viel professioneller sind als das, was man selber als Tonmeister während seines Studiums lernen kann. Man kann sich noch so viel mit Musik, beschäftigen. Die Musiker haben eine so klare Vorstellung von dem, was sie ausdrücken möchten und wie sie das spieltechnisch realisieren möchten und wie am Ende ihre Aufnahme sein soll, ähm, dass die Kommentare, die von den Musikern an mich kommen, eigentlich das Gold sind, mit dem ich arbeiten kann. Was mich fasziniert am Klang der Berliner Philharmoniker, das ist, dass er einerseits heutzutage so modern ist auf der einen Seite, aber man trotzdem spürt, da steckt was drin, was sich über Jahrzehnte, und man kann ja mittlerweile sagen, über mehr als 100 Jahre, immer weiter transportiert hat. Und man spürt immer noch zum Beispiel diese Furtwängler-Idee, dass sich ein Akkord natürlich vom Bass her aufbaut und dass die Kontrabässe deutlich vor allen anderen kommen und sich dann so richtig schön warm von unten ein Klang aufbaut. Solche Dinge, aber auch dieses wahnsinnig aktive Musizieren, dieses kammermusikalisch Orchesterspielen, eine Eigenverantwortlichkeit jedes einzelnen Spielers, was sich auch in einer physischen Präsenz, äußert, die sich dann aber eben auch im Klanglichen niederschlägt. Das finde ich ganz faszinierend bei diesem Orchester und dass sich dadurch ein, ja, schwer zu beschreibender Klang, aber immer wieder zu erkennender Klang eigentlich herausgebildet hat, der so eine Mischung aus Wärme, Rundheit, aber auch Intensität, einer ganz starken Intensität einfach hat. Ähm, und dann auch wieder diese Komponente einfach, dass jeder einzelne Spieler sein Instrument so grandios beherrscht, dass
irgendwelche spieltechnischen Schwierigkeiten halt einfach nicht ins Gewicht fallen. Und auch das ist eine Grundlage dafür, dass sich so ein fantastischer Klang entwickelt. Und das finde ich einfach an jedem Tag, wo ich das Orchester höre, immer wieder eine große Freude. Dass ich mal hier bei den Berliner Philharmonikern in der Berliner Philharmonie im Tonstudio sitzen würde und die Aufnahmen machen dürfte und mich um so etwas Tolles wie die Digital Concert Hall kümmern, das hätte ich mir als Zehnjähriger mit dem Lötkolben in der Hand und am Klavier sitzend, hätte ich mir niemals geträumt. Und ich muss sagen, dass das jetzt so ist einfach ein großer Lebenstraum, der da wahr geworden ist. Und ich kann auch wirklich mit gutem Gewissen sagen, dass ich mich an jedem Tag, an dem ich die Philharmonie betrete, dieses wunderbare Gebäude, dass ich mich darüber immer wieder freue und wenn ich das Orchester höre, genauso.